Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute feiern wir den 70. Geburtstag von Godzilla. Seit nun 7 Dekaden sorgt der König der Monster für Furcht, Spannung, Komik, aber auch für nachdenkliche Momente. Lange Zeit war Godzilla und der Kaiju-Eiger als belächeltes Subgenre angesehen. Doch über die Jahre hinweg und durch das aktuelle Monsterverse ist der König der Monster zum absoluten Kult geworden und noch mehr. Deshalb schlägt Frankensteins Kaijuverse vor, Godzilla als Weltkulturerbe anzuerkennen. Godzillas Geschichte hat spektakuläre Höhen, aber auch dramatische Tiefen erlebt. Am 3. November 1954 erschien der erste Godzilla-Film unter der Regie von Ishiro Honda in den japanischen Kinos. Die Showa-Ära begann und die Filme der Riesenechse lockten Millionen und Abermillionen Japaner in die Kinos. Aber nicht nur in seinem Heimatland konnte Godzilla Erfolge feiern. Auch weltweit konnte er sich behaupten. Zur Geschichte von Godzilla gibt es Unmengen zu erzählen. Doch das wollen wir hier nicht. Es soll ein kleiner Tribut zum 70. Geburtstag sein, den wir den König der Monster erbringen möchten. Zu Geburtstagswünschen zählt natürlich Glück. Und das hatte Godzilla von Anfang an. Durch das Wirken seiner Väter Regisseur Ishiro Honda, Komponist Akira Ifukube, Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya und Produzent Tomoyuki Tanaka wurde von Anfang an der Mythos um den König der Monster erschaffen. Einst war er durch die brutalen Kriegserlebnisse von 4 Männern ein Ausdruck der atomaren Gefahr. Doch in den 60ern wurde der Charakter Godzillas familienfreundlicher und er wurde zum Beschützer der Menschheit. Diese Verwandlung seines Charakters kann man durchaus kritisch sehen, führte allerdings dazu, dass die vielen Streifen, die bei uns in Deutschland meist den Namen Frankenstein im Titel haben, Kultcharakter besitzen und vor allem in Japan schon viele Kinder von klein auf zu Fans wurden. Godzillas Glück besteht auch darin, dass er nicht nur tüchtige und kreative Leute hinter der Kamera hatte, sondern auch davor. Sympathische Schauspielerinnen und Schauspieler haben das Genre ebenfalls bereichert. Durch den technischen Fortschritt in der Filmindustrie und der millionenfachen Budgetierung der Filme, gerade in Hollywood, konnte die Toho in den 70ern kaum und dann ab den 80ern nicht mehr mitziehen. Den Großteil des Publikums zog es in westliche Blockbuster, trotzdem hält sich Godzilla bis heute erfolgreich ganz oben. Die heutigen Filmemacher Japans haben durch ihre unterschiedliche kreative Arbeit mit Shin Godzilla und Godzilla Minus One das Genre in Japan und in der Welt wieder sehr populär gemacht und man kann ihre Arbeit nur neidlos anerkennen. Godzilla ist ein fiktionaler Charakter und erfreut sich aktuell bester Gesundheit. Doch für die Figur des Godzilla ist es wichtig, die Filmemacher zu betrachten. Die meisten Leute, die beim ersten Godzilla und den darauffolgenden Filmen der Showa-Ära mitwirkten, sind tot. Eiji Tsuburaya verstarb bereits 1970. Regisseur Ishiro Honda starb 1993 und Produzent Tanaka folgte ihm wenige Jahre später 1997. Akira Ifukube war der letzte Vater Godzillas, der 2006 verstarb. Godzilla selbst, also der Schauspieler, der an dem Anzug steckte, Haruo Nakajima, ging 2017 von uns. Viele weitere bekannte und unbekannte Personen sind bereits verstorben. Wir können allen Beteiligten früherer und aktueller Filme nur das Beste für ihre Gesundheit wünschen. Und als letztes wünscht man zu einem Geburtstag natürlich auch viel Erfolg. Und Erfolg hat Godzilla seit nun 70 Jahren. Es ist das am längsten laufende Filmgenre der Welt und keine Figur hat mehr Filme hervorgebracht als er. Mit dem Erfolg des ersten Godzilla von 1954 begann der Kaiju-Eiger. Etliche wunderbare Beiträge der Toho und anderen Filmstudios sind seitdem entstanden und schenken den Zuschauern weltweit fröhliche Stunden. Godzilla selbst lockte Millionen Menschen in die Kinos. Die Rückkehr des King Kong von 1962 sahen 12,5 Millionen Menschen allein in Japan. Mit der zweiten Reihe Godzillas, der Heisei-Ära, konnte sich der König der Monster charakterlich wieder an das Original orientieren und brachte 7 hervorragende Filme hervor. Dieses Design ist für viele Fans weltweit, mich eingeschlossen, das Beste, was Godzilla jemals hatte. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Die großartige Heisei-Ära musste enden, weil Hollywood eine eigene Trilogie plante, wobei der Godzilla von 1998 gnadenlos unterging. Doch der Hype um diesen Film weckte erneut weltweites Interesse an ihm und somit hat der Streifen zumindest etwas Gutes getan. Um Godzillas Ruf zu retten, produzierte die Toho 1999 erneut Filme mit ihrer Hausmarke. Die Millennium-Ära ist die kürzeste von allen und endete mit dem umstrittenen Film Final Wars zu Godzillas 50. Geburtstag 2004. Das Genre wurde eigentlich als beendet erklärt.
Überall konnte man in der damaligen Medienlandschaft hören, dass die Zeit des Königs der Monster vorbei ist. Doch 2014 kehrte er nach vielen Anläufen erfolgreich zurück. Legendary Pictures und Warner Bros. Konzipierten das immer noch andauernde Monsterverse rund um Godzilla und King Kong. Diese Reihe brachte echte Blockbuster heraus und Godzilla vs. Kong war nach der Corona-Pandemie der erfolgreichste Film dieser Zeit. Auch in Japan erfand man Godzilla 2016 und 2023 neu. Zwei Filme der Riesenechse, die unterschiedlicher nicht sein können, katapultierten Godzilla wieder ganz nach oben. Im März 2024 konnte Godzilla Minus One unter der Regie von Takashi Yamazaki erstmals einen Oscar gewinnen. Eine Auszeichnung, die sich jeder Fan seit Ewigkeiten wünschte, aber glaubte es nie erleben zu dürfen, wurde Wirklichkeit. Die Godzilla-Reihe bedient jedes Alter. Aus der Sicht der Kinder bis zu knallharten Themen für Erwachsene deckt diese Genre alles ab. Man kann dem König der Monster nur das Beste für weitere 70 Jahre wünschen. Auf jeden Fall hat er uns Fans nicht enttäuscht. Lang lebe der König! Ich meinte natürlich, lang lebe der König! Es war Frankenstein.